Wir sind Jessie und Roberto und mit unserem Van Jimmy reisen wir entlang der Panamericana. Die letzten Wochen haben wir in den USA einiges gesehen, das uns davor unbekannt war, und auch diese Woche hat wieder viel zu bieten. Gleichzeitig brennt uns aber eine Frage, mit der wir schon länger hadern. Es kann doch nicht so schwer sein, sich endlich zu entscheiden, oder? Mal schauen, was unsere Pläne sind, denn wir sind zurzeit richtig planlos. Hallo zu diesem neuen Video. Ihr seht, wir sind mittendrin. Es ist ein bisschen seltsam, in die Kamera zu reden. Aber das gehört hier eben dazu. Hier ist viel los. Bald wird es auch dunkel und dann kommt so richtig die Stadt zur Geltung. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal davor und sehen, was die Stadt alles so zu zeigen hat. Ich glaube, es gibt keine einzige Stadt in der Welt, die so verrückt ist wie die hier. Es ist ja unglaublich, was hier abgeht. Aber ja, wenn man schon da ist, muss man es halt gesehen haben, oder? Ja, auch zum dritten Mal, das passt schon. So schnell sind wir noch nie von New York über Paris nach Venedig gelaufen. Ja, das gibt's nur hier in Vegas. Aber ich würde mal sagen, wir legen jetzt die Kamera auf die Seite und wir sehen uns morgen wieder. Guten Morgen. Morgen. Ja, was war das denn für eine wilde Nacht gestern? Oder so. Nein, also wir haben gestern, glaube ich, fluchtartig die Stadt verlassen. Ja, sind zu dem Stellplatz gefahren, wo wir jetzt sind. Und ja, es war cool, wieder mal dort zu sein. Ja. Aber ich glaube, das waren zu viele Impressionen. Also es war zu viel los für uns. Also wir sind uns das ja gar nicht mehr gewohnt. Ja, und ich meine, zur Stadt kann man ja auch seine jeweilige Meinung haben. Ich meine, es ist einfach völlig grotesk, so eine Stadt mitten in der Wüste aufzubauen. Die Hotels sind die Touristenattraktionen und ja, ich meine, zum Glücksspiel. Ja, aber eben, wenn man schon da ist, ich meine, es gehört ja auch zu Nevada, es gehört auch hierher in dieses Gebiet und wenn man schon da ist. Genau, dann kann man sich es auch nochmal ansehen. Ja, aber ich würde sagen, die Heizung lässt uns langsam erträgliche Temperaturen hier drin haben, darum stehen wir langsam auf und kommen in die Gänge. Genau. Du bei dieser Kälte immer draußen sein musst? Ja, du weißt, wie es ist. Wenn es draußen schön ist, dann kann ich morgens nicht lange im Bett bleiben. Dann muss ich einfach aufstehen und raus. Und jetzt mit so einer warmen Decke ist auch nicht so kalt, wenn es ja so wie hier morgens immer so frisch ist.
Und wenn ihr euch fragt, wo wir die Decke herhaben, die haben wir von Valleys & Hills. Das ist ein junges deutsches Unternehmen, gegründet von Christina und Andreas, zwei richtig lieben Menschen mit hohen Ansprüchen. Und das setzt sie eben auch von anderen Campingproduktherstellern ab, denn für sie bedeutet das nicht nur zeitloses und klares Design, sondern auch Nachhaltigkeit und Qualität. Und bei Nachhaltigkeit geht es jetzt auch nicht nur um Umweltschutz, sondern sie wollen auch eine faire Lieferkette sicherstellen. Und das bedeutet auch, dass der soziale Aspekt ebenso abgedeckt wird. Ja, und kurze Transportwege und lokale Produktion in Deutschland sind natürlich auch Teil des Programms. Und diese Decke ist ein perfektes Beispiel dafür, wofür die beiden stehen. Sie wird fair in Deutschland produziert und besteht zu 100% aus Bio-Baumwolle und kommt somit komplett ohne Plastik aus. Die Oberseite ist robust, aber trotzdem weich und die Unterseite ist richtig kuscheliger Teddyplüsch, der einen so richtig einlädt, sich einzukuscheln und es sich gemütlich zu machen. Und das passt perfekt zur kalten Jahreszeit und zu Weihnachten. Jetzt ist es ja bald soweit und vielleicht sucht ihr noch ein Geschenk für eure Lieben oder auch euch selbst. Drum schaut unbedingt auf den Link, der ist in der Videobeschreibung. Da findet ihr alle weiteren Infos zu dieser Decke und auch zu weiteren Produkten von Valleys & Hills. Wir haben einige davon auch selbst länger schon mit dabei und wir können sagen, auch nach fast 1,5 Jahren sehen sie so aus wie am ersten Tag. Die Qualität ist top und sie fühlen sich auch immer noch genauso gut an. Und ich trinke jetzt meinen Tee fertig, genieße diese Aussicht in meiner kuscheligen Decke und danach geht es auch schon weiter. Also diese Landschaft sieht schon sehr beeindruckend aus, so richtig Wüste. Es gibt ein paar Büsche, ein paar Kakteen schon und sonst eigentlich nicht viel, außer Stein und Felsen. Und Wind. Und Wind. Ich glaube, Roberto muss ganz schön gegensteuern. Aber es sieht richtig cool aus. Also es macht richtig Laune und Lust, das ein bisschen weiter zu erkunden, sich da ein bisschen umzusehen. Nach da vorne wieder sind so rote Felsen, das sieht so cool aus. Wir haben ja auch gar nicht gesagt, wo wir überhaupt hinfahren heute. Wir sind gerade ins Valley of Fire reingefahren. War eigentlich nicht geplant für uns. Eigentlich, ja, wollten wir was anderes machen, aber da gibt es jetzt Komplikationen und wir überlegen gerade, ob das überhaupt noch machbar ist. Ja, dazu später mehr vielleicht. Jetzt machen wir erstmal Valley of Fire und ich glaube auch hier gibt es einiges zu sehen. Also ich freue mich richtig. Du? Mhm. Ja. Wir fahren jetzt kurz ein paar Kilometer, Meilen weiter und dann sehen wir, was wir machen. Wir. Es ist ganz schön voll. Mhm. Wir dachten, wir sind quasi alleine, weil ja die Touristenhauptsaison schon lange vorbei ist. Aber ja, im Sommer ist es wahrscheinlich zu heiß, um hier zu sein. Jetzt haben wir wie viel? Fast 23 Grad. Naja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal los, oder? Ja. I found my heart again. You were standing there, you bravely let me in. I could wait 1,000,000 years or more until you came knocking at my door. Und hier sind wir mitten im Valley of Fire. Es ist ganz schön windig geworden,
Aber ja, wir haben uns jetzt trotzdem entschlossen, 2 kleine Walks zu machen. Also wir verbinden die zusammen und wir freuen uns schon richtig, ja, was alles auf uns zukommt. It's hard to be, it's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. With you I feel something, 'cause we're both so unashamed. We're not playing any games. Diese Steine geben ja schon wirklich ein sehr spezielles Bild. Und es ist ganz einfacher Sandstein. Also ganz früher, vor etwa 15 Millionen Jahren, war hier noch ein Meer. Das Wasser zog sich zurück und dann waren hier eine Zeit lang nur Sanddünen. Die wurden aber komprimiert und mit Erosion zusammen ergab es dann solche Felsen, Steine, Formationen. Das ist sehr interessant. Wow, wie glatt geschliffen das ist. Ja, sieht richtig cool aus. Aha. Man sieht richtig, wo das Wasser durchgeflossen ist. Ja. Oder der Wind. Oder der Wind, ich weiß gar nicht. Ich glaube, der Sand könnte das auch gut glatt schleifen mit dem Wind. Ha. Richtig cool. Es ist so warm. Ich weiß auch gar nicht, wann ich zuletzt im T-Shirt unterwegs war. Glaube ich schon eine Zeit her, oder? Ja. Ach, es tut Sehr gut. lange. In Portland, glaube ich, war das letzte Mal. Boah, das ist aber ein paar Wochen her. Das ist ein Monat her. Seitdem hatten wir quasi Winter. Also weiter geht's. Das ist schon ziemlich eng hier. Ja. Sind wir überhaupt richtig? Ich hoffe es. Hinter mir sieht man ziemlich gut, wieso Valley of Fire seinen Namen hat. Denn, naja gut, ganz perfekt ist es nicht. Wenn die Sonne nämlich richtig drauf scheint, dann leuchtet der Stein hier so rot und deswegen sieht es wohl aus, als würde der Stein brennen. Ja, jetzt zieht sich das Wetter zu, das funktioniert nicht so ganz und wie wir feststellen mussten, hier gibt es auch ganz viele andere Farben. Also wir haben hier schon gelb, lila, rosa, weiß gesehen, also es ist schon erstaunlich vielfältig auf jeden Fall. Okay, das vorhin war noch gar nichts. Das hier ist der Slot Canyon und seht euch das an. Wow.
Die Runde war doch ziemlich gemütlich, die wir jetzt hier gelaufen sind. Hat richtig gut getan, mal ja, einfach sich die Beine zu vertreten. Aber wir müssen langsam los, wir müssen zum Van. Das Wetter zieht sich zu, der Wind wird stärker und wir müssen unbedingt noch den Park verlassen, denn die Campingplätze sind hier komplett. Also müssen wir noch aus dem Park raus. Aber ich würde mal sagen, ja, wir sehen uns morgen und dann geht es hoffentlich auch wieder weiter. Guten Morgen! Wir sind gestern noch aus dem Valley of Fire rausgefahren und haben hier an einem Ortsrand übernachtet. Und ihr seht wahrscheinlich, ich habe mein T-Shirt gegen meinen warmen Pulli getauscht. Es ist etwas über 0 oder 0 Grad draußen, 1 Grad, irgendwie so. Die Sonne scheint zwar, also es sieht relativ fröhlich aus, aber es ist genau das, was wir eigentlich nicht wollten. Und darum dachte ich, ich erzähle euch auch ein bisschen, was ich letztens meinte mit Komplikationen. Wir wollten ja eigentlich in die Wärme fahren. Ja, zeigt sich, dass die Wettervorhersage für die Runde, die wir vorhatten, nämlich eine Runde durch Utah, ziemlich schlecht ist. Mit Schnee und Regen und Frost. Noch mehr Schnee und noch mehr Kälte. Ja, also Temperaturen von minus 10 Grad und so. Und wir sind einfach nicht winterfest, muss man einfach sagen. Wir sind da, ja, macht uns keinen Spaß. Und darum dachten wir erst, dass wir das absagen, dass wir das eben doch nicht machen. Und jetzt finden wir es aber doch so schade und ja, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Ganz viele uns. Ja. Ja, irgendwie, naja, wollten euch das einfach mal als Update kurz durchgeben. Roberto ist, wie ich sehe, fertig mit Haare waschen. Wir machen uns jetzt Kaffee, der wärmt uns auch noch mal ein bisschen auf. Die Heizung läuft ja schon, die gibt ihr Bestes. Und ja, dann sind wir weiter. Hier gibt es auf jeden Fall immerhin einen Nationalpark, den wir sowieso mitnehmen wollen. Das machen wir heute sicher und ja, vielleicht haben wir dann eine Eingebung und wissen, was wir tun sollen. So, wir verlassen die Stadt. Kaffee gibt's to go, damit wir nicht unnötig Zeit verlieren. Und wieso? Weil das Gas ausgegangen ist. Ja. Ja. Wir mussten einfach mal spontan noch kurz unser Gas füllen und ja. So viel Glück. An der ersten Tankstelle, die wir gefragt haben, Ja. war es möglich. Das ist Wahnsinn. Ja. Hätten wir nicht gedacht. Wir dachten, wir fahren jetzt einen Monat ohne Gas rum. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt unterwegs und wir freuen uns schon auf Zion National Park. Wir sind fast am Ziel angekommen. Wir sind schon mal durch die Pforten des Nationalparks rein. Wir befinden uns im Nationalpark und wir fahren gerade in einen Canyon rein. Es sieht so hammer aus. Auf den Bergen oben ist ein bisschen Schnee. Das sieht so richtig cool aus. So diese Kontraste von den Farben und ja, einfach so die Felsen. Das ist, ja. Ich glaube, jetzt dieses letzte Stück wird jetzt nochmal recht interessant und dann, ja, glaube ich, sehen wir es uns direkt an. Wir wollen dann einen kleinen Walk machen, aber das kommt dann gleich danach. Also ich bin immer wieder fasziniert an den Orten, die wir hingehen, dass die Anfahrt schon dahin schon so spektakulär ist. Also auch hier, die Straße hier nach oben war ja ein richtiger Traum. Ja, aber ich würde jetzt sagen, wir ziehen uns warm an, obwohl die Sonne scheint. Das ist, glaube ich, 1-2 Grad. Wie warm ist es? Ja, etwa so. Ja. Und ja, und dann laufen wir gleich los.
Also dieser Weg hier war gerade ziemlich wackelig. Aber die Höhle, oder ich weiß nicht, wie nennt man das? Das ist ja eine Höhle. Ist das eine Höhle? Sieht schon cool aus. As a reminder when it stings, when you're busy growing up, know that I'm right here, but everything is messed up and it feels like no one. Also mit dem Wetter haben wir heute so ein Glück. Es ist zwar ziemlich frisch, aber hier an der Sonne, also Jessie hat die Jacke schon ausgezogen und bei mir geht es auch nicht mehr lange. Ja, blauer Himmel und diese Landschaft, unglaublich. Dabei war die Wettervorhersage so schlecht. Ja, naja, besser so. Turn to me. Let me clear every path. Man merkt schon, dass es hier viel grüner ist als ja, gestern. Und auch etwa die Hälfte des Jahres liegt hier Schnee, mindestens auf den Gipfeln der Berge. Das heißt, es kommt viel mehr Wasser hier in das Ökosystem. Man sieht auch die Risse in den Felsen, da kommt überall Wasser raus. Und natürlich im Tal fließt hier tatsächlich auch ein Fluss, der nochmal ein eigenes Ökosystem bildet, rund um diese Wasserstelle. Ja, so vielfältig ist das hier. Wow, was für eine Aussicht. Wie schön ist das denn bitte? Hier sind wir vorhin hochgefahren. Ja, stimmt. Ja. Wow. Und mit den Bergen, der Schnee, der da oben liegt, das macht es gleich nochmals spannender. Close your eyes, get out of your skin. All it is matters, let it in. If I could, I would be right here with you. In this world of ticking clocks, I hope I'm getting through. Der Canyon, den wir hier direkt vor uns haben, ist eigentlich der Pine Creek Canyon. Der Zion Canyon selbst ist ein Stück weiter vorne, da wo die steilen Felswände sind. Ja, und da gehen wir jetzt hin. Um weiter in den Zion Canyon reinzukommen, muss man mit dem Shuttlebus fahren. Private Fahrzeuge sind hier ja, zu 90% des Jahres nicht erlaubt. Wir sind jetzt ein Stück reingefahren und gerade ausgestiegen, denn hier gibt es einen Walk, den wir unbedingt machen wollen. Was für eine friedliche Stille hier. Oder eben nicht. Da hinten fahren die Bagger, man hört andauernd die Busse. Es sind wahnsinnig viele Leute. Es ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür, was eben Nationalparks hier auch mit sich bringen. Denn das eine ist natürlich der Naturschutz, aber auf der anderen Seite bedeuten hier in Amerika Nationalparks immer auch, dass eben die Infrastruktur ausgebaut wird und dass allen den Leuten auch zugänglich gemacht wird. Naja, und dann ist das Erlebnis eben nicht mehr immer so natürlich. Aber ja. I am all the rush you've been waiting for, and you said at least this is what you want. If you do love me, you'll be hanging on.
So it all began with a small mistake. You can't fix a thing. Wir haben euch ja gar nicht erzählt, wo wir überhaupt hingehen, und hier bei diesem Wasserfall hinten, ganz in der Nähe, ist unser Ziel. Drum, ja, könnte man das mal erwähnen. Wir gehen nämlich zu den Emerald Pools. Und ja, das letzte Stück müssen wir uns natürlich verdienen. Hoffentlich ist es das auch wert. Na gut, also es hat sich schon gelohnt. Also ich muss sagen, der Pool selbst hat, glaube ich, nicht so die knalligste Farbe. Ja, die Wasserfälle. Also der Wasserfall. Der ist so hoch, Ja. und man spürt die Gischt bis hierher. Also der ist schon ziemlich imposant, auch mit den Felsen rundherum. Echt schön. Ich würde sagen, es hat sich doch gelohnt, diese Runde zu machen. Ja. Also mit dem Wasserfall, ja. Hat sich gelohnt auf jeden Ja, Fall. war ein schöner Tag hier im Nationalpark. Wir gehen jetzt aber zurück zum Van. Genau, wir gehen zurück zum Van. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Mal schauen, was unsere Pläne sind, denn wir sind zurzeit richtig planlos. Das Wetter macht, was es will. Ja, Ja, und von Mal dem sehen. her würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, liked das Video, drückt auf alle Knöpfe, die ihr findet, und wir sehen uns nächste Woche wieder. bis dann. Bis dann! Und gehen in den Senien Canyon. Senien Canyon. Senien Canyon. Senien. Fein! Umbringsbarreli, umbringsbarreli.